Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Kommt mit auf unsere wunderschöne Reise durch die Dolomiten und Friaul-Julisch-Venetien. Unsere Tour führt uns mitten im April durch eine der schönsten Berglandschaften der Welt, durch wunderschöne italienische Städte und verlassene Täler. Wir erleben Hochs und Tiefs, Sonne und Regen. Viel Spaß bei Teil 2 unserer Reise. Guten Morgen. Ja, die Nacht gut geschlafen mit einem leckeren, vollen Bauch. Genau, jetzt geht's los. Ja, momentan, es ist trocken, bewölkt. Wir werden schauen, Hoffen, was es der bleibt Tag so. bringt. Ja. Toll. Passt. Dann wieder mal viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Den heutigen Tag starten wir am Lago di Tramonti, fahren über Umwege durch Maniago und dann weiter südlich entlang der Berghänge bis nach Vittorio Veneto und schlussendlich zu unserer Unterkunft in Santa Maria. Bei diesem wunderschönen See handelt es sich übrigens um den Lago di Tramonti, an dem wir unsere letzte Nacht verbracht haben. So, da haben wir uns jetzt eigentlich erwartet, dass da auf der Seite noch richtig schön ist, aber nee. Ja, nicht so. Gut, jetzt befinden wir uns einmal im ersten längeren Anstieg heute mit 535 Höhenmeter. Der ist, glaube ich, halbwegs moderat. Der große kommt erst. 1250 Höhenmeter am Stück. Genau deshalb fahren wir in die Region. Wahnsinn hier. Nur das Wetter spielt nicht ganz so mit, weil da was so schön weiß ist da oben, mitten in den Wolken, da müssen wir jetzt rauf. Hier befinden wir uns inzwischen übrigens im Naturpark Friauler Dolomiten, ein Naturschutzgebiet in Friaul-Julisch-Venetien. Wir sind gerade richtig fasziniert von dem Eck da. Irgendwie, die Straße ist ja in echt gutem Zustand, aber wir sind so weg vom Schuss. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Wir sind jetzt gleich den ersten Anstieg haben wir mal geschafft. Ja, und dann kommt der große. Ja, mal schauen, wo uns der hinbegibt, wo uns der hinbringt. Runter geht's. So, jetzt haben wir uns entschieden. Es tröpfelt schon ganz leicht. Ja, die Wolken sind relativ weit herunter. Und wir werden jetzt Richtung Po-Ebene fahren. Das heißt, weniger Höhenmeter. Schade, aber wir würden oben wahrscheinlich nichts sehen. Okay, tschüss. So, wir sind jetzt in ungefähr 500 Meter weiter gefahren und checken schon wieder die Strecke, weil, naja, wir sind auf einer Bundesstraße. Wir würden da rein müssen. Ja. Das lacht uns gerade nicht so an. Das heißt, wir wägen eigentlich gerade das geringere Übel ab. Und zwar dieser 4 Kilometer lange Tunnel oder doch den Pass. Wir nehmen die Höhenmeter. Okay. Okay, so viel zu unserem Plan. Wir müssen doch durch den Tunnel. So, jetzt hat sich wieder alles gedreht. Naja, also, alle Wege sind gesperrt. Jetzt geht es wieder zurück, was wir schon runtergefahren sind. Und dann fahren wir ein bisschen weiter vorn, so nach 500 Höhenmetern, runter Richtung Po-Ebene. Geschafft. Wir sind wieder oben.
Schauen wir uns da unten. Ja. Von der anderen Seite schaut das ja ganz anders aus. Also Welten liegen Ja, eben. dazwischen. Deshalb hat sich voll gelohnt, da nochmal zu fahren. Gut, also die Karin ist jetzt einmal im Coop und schaut mal, ob sie was zum Essen kriegt. Genau, und dann haben wir, glaube ich, jetzt noch so 60 Kilometer mit dem ganzen Umwegzeugs. Also insgesamt wären es heute, glaube ich, um die 120. Aber dafür ein bisschen weniger Höhenmeter. Ich glaube nur so 1300, 1400. Jo, haben wir jetzt ein bisschen was gespart. Ja, klein. Also, So, Karin hat Jase besorgt. 450 Milliliter, wunderbar. Was gibt's? Pizza. Jupp, sicher geil. Lass uns schmecken. So, Jase ist verdrückt. Und wir starten so schnell wie möglich los, damit uns das da nicht erwischt. Und ehrlich gesagt, es ist ja echt kalt. Wir erfrieren gerade ein bisschen. Deshalb rauf und strampeln. So, jetzt heißt es flüchten. So viel zu unserer Flucht. Ja, jetzt hat es ordentlich angefangen zu gewittern und regnen. So schönes Wetter ein bisschen an, gell? Naja, dabei geht's noch, weil es super Rückenwind ist. Ich hoffe, es bleibt so. Aber grasig. Ah, mein Gott. Aber hey, besser als wir wären jetzt da oben. Das wäre schlimm. So, wir sind gerade so froh. Wir wären jetzt echt da oben. Man, wäre sicher geil. Aber hey, da unten geht schon so richtig der Wind. Da oben wäre es so richtig schlimm, glaube ich. Also es ist, man hört sich, es donnert in einem durch, ohne Unterbrecher, irre. So, jetzt haben wir den ärgsten Teil mal des Gewitters hinter uns. Das haben wir jetzt abgewartet in einem Café. Einen guten Toast, gutes Brötchen, guten Kaffee. Jo, jetzt geht es wieder weiter, die letzten 41 Kilometer. Also wir sind gerade echt begeistert von der Alternativroute. Ein Ort ist schöner wie der andere. Ja, einfach nur geil da, herrlich. Okay, da hat der Wind ein bisschen gewütet, hä? Ups, ups, ups. Up, up, au. Wahnsinn, Sonne kommt raus. wo ist der Regenbogen? Nicht da hinten. So, wir haben den Regenbogen gefunden. Regnet das immer noch. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da oben hat es geschnien. Wahnsinn. Naja, zum Glück sind wir nicht oben gefahren. So, nachdem wir gestern ja richtig geiles Essen gehabt haben, gibt es heute im Lidl
Heute jetzt Brötchen und Wurst und Käse und sonst nichts. Das muss uns heute reichen. Jo, jetzt haben wir noch 10 Kilometer. Das schleppen wir jetzt noch mit. Ein paar Bier nehmen wir auch noch mit. ...1200 Meter sind es noch. Boah. Die Stimmung ist jetzt ein bisschen so hin und her geschwankt. Einfach relativ viel Verkehr. Jo, aber jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Wir sind angekommen. Die Unterkunft ist dezent. Schön. Geil. So, duschen, nachher. Vielleicht sprechen wir nochmal drüber. Genau. Passt. Ciao, ciao. Ja, wir sind gestern ein bisschen dreckig geworden. Aber heute blauer Himmel. Dabei schaut's gut aus. Wir verlassen unsere wunderschöne Unterkunft. So, da, wer hätte sich das gedacht? Wir starten los nach einem Horrortag in einen sonnigen Tag. Mal schauen, ob es so bleibt. Wir sind auf alle Fälle motiviert. Heute haben wir jetzt 115 Kilometer und ich glaube so 1700 Höhenmeter. Die Tour startet heute in Santa Maria, führt uns zuerst über den wunderschönen Pass San Boldo und dann weiter nach Belluno. Wir folgen dem Piave durch wunderschöne Täler und verlassene Dörfer bis hinauf nach Codina d'Ampezzo. Ja, wir wünschen euch wieder viel Spaß und ich hoffe, das Video wird schön. Das ist übrigens kein verrückt geplanter Weg von mir. Nö, das ist ein Radlweg. Wir fahren ja heute übrigens wieder zurück nach Codina d'Ampezzo. Und zwar geht es mal rauf über den Passo di San Boldo. Wir sind schon ziemlich gespannt. Es wird eine ziemliche Rampen. Aber ich glaube lohnend. Aber ich glaube, jetzt schauen wir uns erstmal um einen Kaffee. So, guten Kaffee haben wir jetzt hinter uns. Jetzt geht's rauf auf den Pass. Man muss übrigens nicht den Pass da fahren. Man könnte auch den Venedig-München-Radweg fahren. Mega! Also definitive Empfehlung, den Pass zu fahren. Jupp. So, die letzte Kehre. Die verläuft nochmal im Tunnel. Also absolut beeindruckend. Unbedingt fahren, wenn man mal in der Gegend ist. Wahnsinn. So, am Passo San Boldo angekommen. Auf 700 Metern. Blick auf die Dolomiten. Die sieht man gleich wieder besser. Da oben ist es saukalt, ich glaube 4 Grad. Also das Runterfahren wird jetzt kalt. Aber ja, und dann geht sie in einem Stück 1000 Höhenmeter rauf bis nach Codina d'Ampezzo. So, runter geht's. Da geht's hin, in die Dolomiten. So, ich weiß nicht, ob man es am Video sehen kann, aber da vorne auf dem Berg liegt ordentlich viel Schnee und das wäre gestern unsere Strecke gewesen.
So, wir haben gerade herausgefunden, dass wir kurz vor Belluno sind. Ich glaube, ziemlich schöne Stadt. Wir fahren ja jetzt die nächsten Tage auch das Veneto Gravel. Das ist ein Event mit, glaube ich, 1800 Teilnehmern. Und genau, da ist ein Stopp davon eben in Belluno. Da links von uns sieht man schon mal Belluno. Da geht es jetzt rüber. Das fühlt sich fast ein bisschen so an wie damals in der Toskana in Siena. Also irgendwie haben die Städte ein bisschen eine Ähnlichkeit. So. Jetzt ist offiziell. Wir sind am Radweg nach Cortina. Es tat sich gerade alles ein bisschen, also zieht sich in die Länge, auf Deutsch gesagt. Genau, also jetzt haben wir noch, ich glaube, 71 Kilometer oder sowas. Genau. Wir freuen uns schon echt, dass heute der letzte Tag ist. Dass wir einen Tag dann Pause haben, bevor wir im Veneto Gravel machen, weil wir spüren es. Es wird warm. Wahrscheinlich in 2 Kilometer wieder kalt. Ja, das kann sein. Also da merkt man wieder, dass man in Norditalien ist. Die Radwege sind so irre. Also die Bergdörfer hier oben haben echt so ihren eigenen Reiz. Wahnsinn, schaut euch das mal an. Also wir haben jetzt unten von der kleinen Stadt da ein paar Bilder gesehen, wie es vor ein paar Jahrzehnten oder eher vor 100 Jahren war. Und das ist richtig lebendig gewesen. So wie man sieht, wir befinden uns wieder in der Regenvollmontur. Jo, jetzt hat er ein bisschen angefangen. Kurz hat es sogar ein paar Schneeflocken gegeben. Jetzt waren wir kurz ein bisschen gestresst, weil es ja ziemlich windig war. Der ist jetzt auch kurz weg. Hoffentlich bleibt es so. Wir haben jetzt noch 36 Kilometer bis Cortina d'Ampezzo. Ja, hoffentlich sind es schöne. Schaut euch den Weg an! Irre! Kilometer noch. Ich brauche gerade wirklich dringend eine Pause. Ich habe gerade so tief. Und zum Glück hatte ich keinen Chips mitgenommen. Weil wir haben eigentlich noch nicht wirklich was gegessen. Wir essen selten was dazwischen. Ist vielleicht auch manchmal ein Fehler. Aber ja, umso mehr freuen wir uns aufs Abendessen. Wir wollten heute, aber wir haben nichts gefunden. Na. Also ich gehe gerade völlig ein. 8 Kilometer noch. Fühlen sich an wie 100.
We are back. Gott, fühlt sich an, als ob wir nie weg gewesen wären, oder? So, wir gehen jetzt einchecken, wir gehen duschen. Irgendwann reden wir sicher noch was, aber wir brauchen was zum Essen. Ciao. Ja, also wie man sieht, wir sind mittlerweile gut wieder zu Hause gelandet. Es sind jetzt auch schon einige Tage dazwischen vergangen. Genau, wir wollten euch jetzt noch von unseren Eindrücken erzählen. Mir hat es ganz gut gefallen. Also vor allem der erste Tag, da war natürlich das schönste Wetter. Aber auch ansonsten war die Tour sehr abwechslungsreich. Viele neue Eindrücke, spannende Abschnitte, ja. Man sieht auch ziemlich viele unterschiedliche Gegenden gerade davor. Also es ist wirklich recht abwechslungsreich. Im April würde ich es nicht mehr machen. Also es ist schon, ich meine, es hat passt. Wir haben jetzt vom Wetter her irgendwie Glück gehabt. Aber trotzdem ist es eigentlich was eher für den Sommer, oder? Genau, also April, es kann natürlich auch wahnsinnig viel Schnee haben. Also, ja, und was man natürlich auch machen kann, man könnte es auf mehrere Tage aufteilen. Ja, dass man es vielleicht nicht auf 4, sondern auf 5 Tage macht. Ja, das stimmt. Ein bisschen gründlicher. Ja. Ich glaube, da sollten wir noch ein bisschen üben. Ja, genau. Etwas kürzere Touren hier davor. Gut. Okay, die Katzen machen inzwischen auch schon darüber, wie ihr vielleicht hört. Ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Ja, bitte. Ja, und wir haben noch einiges geplant diesen Sommer. Wird doch was auf euch zukommen. Tschüss. Ciao.